Ist das, was wir uns vor einem Jahr angesehen haben, immer noch aktuell? Was hat sich verändert und was können wir daraus lernen? In meinen Augen eine der wichtigsten Eigenschaften, die das Investieren mit sich bringt, ist die eigenen Vorstellungen, Ableitungen und auch Erwartungen immer wieder zu überprüfen. Sich selbst also immer wieder herauszufordern. Bitcoin brach zuletzt alle Rekorde. Am 14. Juli 2025 sahen wir ein neues Allzeithoch von etwas mehr als 123.000 $. Ganze Länder kaufen Bitcoin, mehrere haben eine strategische Bitcoin-Reserve angekündigt, Treasury Companies wie Strategy mit Michael Saylor oder auch Metaplanet, über die wir erst vor kurzem sprachen, trocknen das Umlaufvermögen immer weiter aus. Es drängt sich also vermehrt die Frage auf, wo wird das noch hinführen? Wenn wir bereits jetzt schon die Marke von 120.000 $ geknackt haben, wo könnten wir dann in 10 Jahren von jetzt aus stehen? Könnten wir mit Bitcoin in Rente gehen? Wenn ja, wie viel benötigen wir dafür, je nach Lebensstandard? All dem haben wir uns zuletzt vor knappen 1,5 Jahren auf meinem Kanal gewidmet, wobei ich meine Kursziele im Jahr 2033 mit euch geteilt hatte, inklusive wichtiger Punkte wie zum Beispiel, wie viel Bitcoin du im Bear, Base und Bull Case brauchst, wo sich Bitcoin sehr wahrscheinlich hinbewegt und auch wie ein Rentenmodell aussehen könnte. All das habe ich für euch aktualisiert und das Schöne ist, wir haben brandaktuelle und wichtige Daten, die all das untermauern. Wo du je nachdem, wie viel Bitcoin du hast, stehst, wo sich meine Kursziele in 10 Jahren befinden, wie viel Bitcoin du brauchst, um in 10 Jahren in Rente zu gehen, wenn all das eintritt und wohin wir uns langfristig bewegen, all das jetzt in gewohnt datengetriebener Manier. Wird gut, bis gleich. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, nichts von dem, was ich mache, ist jemals Anlage- oder Steuerberatung, sondern nur meine eigene Meinung. Meine Inhalte dienen lediglich zu Unterhaltungs- und Informationszwecken. Übrigens, wenn du meine Arbeit mit diesem Kanal unterstützen möchtest, machst du das am besten, indem du einen Like dalässt und vielleicht noch den Kanal abonnierst. Für dich komplett kostenlos. Beginnen möchte ich mit den aktuellsten Daten zum Umlaufvermögen und der Inflationsrate. Wir haben ein sehr aktuelles Chart, auf dem wir erkennen können, wie sich das Umlaufvermögen bis ins Jahr 2041 verändert, inklusive Inflationsrate. Ich finde, man sollte das eher als Unlocking Rate, also die Rate, mit der neue Bitcoin gemeint werden, bezeichnen, aber das bin nur ich. Wir sehen, das Umlaufvermögen wird im Jahr 2041 bei nahe 21 Millionen in Summe stehen. Das bedeutet aber nicht, dass wir in 2041 die gesamten 21 Millionen Bitcoin durch das Mining erreicht haben werden. Das werden wir erst ungefähr im Jahr 2140 sehen, weil durch jedes Halving in Zukunft immer weniger Bitcoin durch das Mining entstehen. Wir merken uns aber, in 2041 werden wir bereits sehr nahe an den 21 Millionen stehen. Jedes Mal, wenn ein neuer Block auf der Bitcoin-Blockchain durch das Mining entsteht, geht eine bestimmte Anzahl Bitcoin an die Personen, die diesen Block erzeugt haben. Die Erzeuger dieser neuen Blocks sind die Miner. Wenn wir uns einfach einmal den zuletzt erzeugten Block anschauen, dann sehen wir die fixe Anzahl, die dieser Miner bekommen hat. Auch bekannt als Block Reward von 3,215 Bitcoin. Die Gebühr lag bei 0,09 Bitcoin. Diese Gebühren basieren vollständig auf Angebot und Nachfrage. Je mehr Leute ihre Transaktion auf der Blockchain verarbeitet haben möchten, desto höher die Gebühren. Der Grund, weshalb sich Bitcoin so gut für die Rente eignet, ist vielschichtig. Nicht zuletzt wegen der bei uns in Deutschland attraktiven steuerlichen Behandlung. Bitcoin steigt langfristig immer weiter, weil er immer knapper wird, bei gleichbleibendem, fixem Umlaufvermögen. Die durchschnittlichen Wachstumserwartungen liegen im Mittel bei mehr als 20% pro Jahr. Und genau hier packen die ganzen Bären immer eine bestimmte Begrifflichkeit aus, die wir uns jetzt, da wir gerade von steigendem Umlaufvermögen, abnehmendem Mining und den Halving-Zyklen sprechen, einmal anschauen. Nämlich das Thema Diminishing Returns. Diminishing Returns ist ein Begriff, den wahrscheinlich die allermeisten von euch schon einmal gehört haben. Diminishing Returns beschreibt eine Situation, in der zusätzliche Investitionen, Arbeit oder Veränderungen langfristig gesehen zu immer kleineren Ergebnissen führen. Wenn wir uns einen Kuchen vorstellen, würde das bedeuten, dass das erste Stück extrem gut schmeckt. Das zweite schmeckt auch noch sehr gut. Das 5. oder 10. Stück vom selben Kuchen wird aber sehr wahrscheinlich nicht mehr so gut schmecken wie das erste und der Spaß geht sozusagen verloren. Wenn wir also im Finanzsektor von Diminishing Returns sprechen, dann beschreiben wir ein Asset, egal ob eine Aktie, ein Edelmetall oder auch Bitcoin, bei dem der Ertrag über lange Zeiträume immer weiter abnimmt. Am Anfang bekommen wir also sehr viel Rendite, hinten raus weniger. Das
Chart hier visualisiert das sehr gut. Wir hören immer wieder, dass Bitcoin infolge der Halvings extrem stark performt und das ist auch korrekt. Die Performance lässt aber über Zeit nach. Nach dem Halving in 2012 sahen wir eine Ver-92-fachung des Kurses, nach dem Halving 2016 eine Ver-30-fachung und nach dem Halving in 2020 eine Ver-8-fachung. Wie das nach dem aktuellen Zyklus und Halving in 2024 aussehen wird, bleibt spannend. Ein großes Argument vieler ist also, dass Bitcoin durch diese Diminishing Returns langfristig immer unattraktiver wird. Ich bin der Meinung, dass Bitcoin eines der wenigen Assets überhaupt ist, das nicht von Diminishing Returns betroffen ist. Und wenn, dann weitaus weniger als andere Anlageklassen. Warum? Zum einen haben wir die massiven Einstiege institutioneller Investoren. Wir haben ungefähr 900 Billionen US-Dollar, die zu unterschiedlichen Teilen in Immobilien, Anleihen, Cash oder auch dem Aktienmarkt stecken. Aktuell steht Bitcoin bei einem Market Cap von etwas mehr als 2 Billionen US-Dollar und nur dieses kleine orangene Quadrat hier im Hintergrund von all dem verfügbaren Geld, das im Umlauf ist, steckt überhaupt in Bitcoin. Wir sehen, dass der Anteil der Institutionen immer weiter ansteigt. Das aktuelle Umlaufvermögen ist verteilungsmäßig zu 5,5% in Händen von Unternehmen. Die ETFs haben die Unternehmen mittlerweile abgelöst und halten bereits 6,8%. Ganze Regierungen halten 1,5%, 7,5% sind für immer verloren und den größten Teil macht Retail, also Anleger wie wir, mit 67% aus. Wir werden in meinen Augen über die nächsten Jahre dabei zuschauen können, wie sich die drei Gruppen der Unternehmen, ETFs und Regierungen immer weiter vergrößern, während Retail immer weiter abnimmt. Punkt Nummer 1, der also die These der Diminishing Returns entkräftet, ist die Adoption großer Player, ein Thema, über das wir auf diesem Kanal immer wieder sprechen. Punkt Nummer 2, weshalb Diminishing Returns meiner Meinung nach in Bezug auf Bitcoin mit Vorsicht zu genießen sind, ist der Netzwerkeffekt. Je mehr Menschen in einem Netzwerk sind, desto wertvoller wird das Netzwerk. Langfristig abnehmende Renditen sind weniger ein Bug, sondern eher ein Feature von selbstorganisierten Systemen, so wie Bitcoin eines ist. Da das Bitcoin-Netzwerk durch die Adoption in Zukunft immer größer wird, ähnlich wie das Wachstum einer Stadt, wird dieses Netzwerk nur immer reifer, effizienter und damit wertvoller. Spätestens wenn Bitcoin das Market Cap von Gold flippen wird, was meiner Meinung nach wirklich nicht mehr abwegig ist, werden wir die Theorie der Diminishing Returns brechen. Und zu guter Letzt, weshalb langfristig abnehmende Renditen bei Bitcoin ein Ding der Vergangenheit sein könnten, ist, der aktuelle Zyklus, in dem wir uns befinden, fordert das Modell bereits jetzt schon heraus. Von den Tiefständen in 2022 bei knappen $16.000 ausgesehen, haben wir bis jetzt zu den knappen $123.000, die zum Zeitpunkt meiner Arbeit an diesem Video das All-Time High markierten, mehr als 760% Rendite gesehen. Damit haben wir die Performance nach dem Halving 2020 nahezu gespiegelt. Wenn die Theorie der Diminishing Returns also Bestand hätte, hätten wir nicht so hohe Performance im aktuellen Cycle sehen dürfen. Abschließend sei also gesagt, ich möchte hier nicht ausschließen, dass Bitcoin langfristig gesehen zumindest teilweise von abnehmender Performance betroffen sein wird. Die Entwicklungen, die wir aber über die nächsten Jahre und Jahrzehnte sehen werden, sprechen da aktuell eine andere Sprache. Da sich seitdem wir das letzte Mal vor 1,5 Jahren über das Thema mit Bitcoin in Rente gehen sprachen, haben sich natürlich auch zumindest ein wenig die Verteilungen und Gliederungen verändert. Für uns also Zeit, uns die aktuellsten Daten anzuschauen. Wenn wir die Verteilung der Adressen und des Umlaufvermögens visualisieren, so hat sich das Ganze in Form von Meerestieren durchgesetzt. Wale kennt jeder, also Personen oder auch Unternehmen, die extrem viel Bitcoin halten. Zu den Walen gehörst du, wenn du mehr als 5000 Bitcoin hältst. Zwischen 1000 und 5000 gehörst du der Gruppe der Buckelwale an. Zwischen 500 und 1000 Bitcoin bist du ein Hai. Das zieht sich nach unten, wie wir hier im Hintergrund sehen, immer weiter durch. Und aktuell landen wir bei der Gruppe der Shrimps mit Wallets, die weniger als einen ganzen Bitcoin halten. In meinen Augen sollte das Ziel eines jeden sein, mindestens zur Gruppe der Krabben zu gehören. Schreibt mir gerne, wenn ihr möchtet, in die Kommentare, welcher Gruppe ihr aktuell angehört. Damit wir herausfinden können, wie viel Bitcoin wir in 10 Jahren von jetzt aus benötigen, um in Rente zu gehen, benötigen wir Kursziele. So wie sich in den letzten Jahren das gesamte Umfeld verändert hat, so haben sich natürlich auch meine Kursziele verändert. Als wir zuletzt über das Thema sprachen, sahen meine Kursziele für das Jahr 2034 wie folgt aus. Im Bear Case stand ich bei $275.000, im Base Case bei $345.000 und im Bull Case bei $415.000. Ich entschuldige mich im Nachgang dafür, so bearish gewesen zu sein, aber ihr wisst ja, ich rechne gerne immer etwas konservativer. Wer das Video von damals
damals, das übrigens sehr gut gealtert ist, noch einmal sehen möchte, hier oben rechts verlinkt. Es wird Zeit, dass wir den Wert und schlussendlich auch das Thema Rente um einen Faktor erweitern, nämlich um den Wert gemessen von Satoshis in Dollar. Ein Bitcoin besteht aus 100 Millionen Satoshis, also kleineren Einheiten, so wie 1 Euro aus 100 Cent besteht. 0,01 Bitcoin besteht aus 1 Million Satoshis. Diese Zahl hier unten mit 7 Nullen nach dem Komma sind 1 Satoshi. Was wir hier also sehr gut erkennen ist, die Wertsteigerung von Bitcoin aufgrund des fixen Umlaufvermögens von 21 Millionen. Während du in 2010 noch von einem einzigen Dollar 10 Milliarden Satoshis kaufen konntest, was damals also 100 ganze Bitcoin waren, hat sich das über Zeit stark verändert. Je mehr Leute in Zukunft verstehen, wie knapp Bitcoin eigentlich wirklich ist, desto mehr werden die Leute einen Teil ihres Geldes in Bitcoin umschichten. Als im Juli 2010 ein Bitcoin bei 10 Cent stand, konntest du mit einem Dollar noch 10 Bitcoin kaufen. Nur ein Jahr später, also im Februar 2011, stand Bitcoin bei einem Dollar. Ein Dollar hat also einen ganzen Bitcoin gekauft. Im Juni 2011 waren wir dann schon bei 10 Dollar pro Bitcoin. Ab hier hat ein Dollar also keinen Bitcoin mehr gekauft, sondern Satoshis. Genauer gesagt 10 Millionen. Während ich gerade für euch an diesem Video arbeite, steht ein Bitcoin bei 118.488 Dollar und 90 Cent. Ein Dollar kauft mittlerweile nur noch gerundet 834 Satoshis. Im Dezember 2024, also wirklich noch nicht lange her, als Bitcoin bei 100.000 Dollar stand, hat ein Dollar zumindest noch 1.000 Satoshis gekauft. Wir können hier also sehr eindeutig und live beobachten, wie Fiat-Währungen gegen Bitcoin immer weiter an Wert verlieren. Falls Bitcoin irgendwann wirklich die Grenze von 1 Million reißt, kauft ein Dollar nur noch 100 Satoshis. Und an dieser Stelle müssen wir über ein Thema sprechen, das leider nur sehr selten behandelt wird, nämlich die sogenannte Satoshi-Dollar-Parität. Wie wir hier im Hintergrund sehen, ändert sich an der Tatsache, dass ein Satoshi ist, überhaupt nichts. Ein Satoshi wird immer diese Anzahl Bitcoin hier sein. Wir werden niemals sehen, dass wir auf einmal 8 oder 9 Stellen nach dem Komma für einen Satoshi haben. Es werden immer 7 Stellen nach dem Komma sein. Was sich aber verändert, ist der Wert in Dollar pro einzelnem Satoshi. Aktuell ist ein Satoshi 0,00118,271 Dollar wert. Wie wir hier sehen, also mit 100 Millionen Satoshi multipliziert, genau ein Bitcoin beim aktuellen Kurs. Je weiter dieser Wert in Dollar steigt, desto höher steigt Bitcoin. Wenn dieser Wert hier zum Beispiel bei 0,002 Dollar stehen würde, würde Bitcoin bei 200.000 Dollar stehen. Wenn wir Parität erreichen würden, also dass ein Satoshi genau 1 Dollar wert ist, dann würde der Bitcoin-Kurs bei 100 Millionen US-Dollar stehen. Ich sage auf keinen Fall, dass das realistisch ist und dass wir das sehen werden. Es war mir aber wichtig, da einmal drüber gesprochen zu haben. Das ist sozusagen der absolute Bullcase für Bitcoin und das Endgame. Der Grund, weshalb der Bitcoin-Kurs gemessen in Dollar weiterhin steigt, ist, weil die Leute, die Bitcoin halten, nicht bereit sind, beim aktuellen Kurs zu verkaufen. Je weiter die Anzahl der Personen, die Bitcoin halten, also beim aktuellen Kurs verkaufen wollen, sinkt, desto mehr steigt der Bitcoin-Kurs. Ich hoffe, dass an der Stelle spätestens der Letzte verstanden hat, weshalb das, was Unternehmen wie Strategy so mit Michael Saylor machen, so positiv für uns ist. Jedes andere Unternehmen und auch ganze Staaten, die diesem Vorbild folgen, und wir sehen ja, dass das genau schon so passiert, verstärken den Trend nur immer weiter. Es wird langfristig gesehen immer weniger Angebot an Bitcoin geben und der Kurs wird immer weiter steigen. Da sprechen wir dann vom sogenannten Supply Shock, also Angebotsschock. Zu diesem ganzen Thema hatte ich bereits einmal ein Video gemacht, hier oben rechts verlinkt. Auf dem Weg dahin werden wir natürlich weiterhin starke Volatilität sehen. Bitcoin kann von den aktuellen knappen 120.000 Dollar zurück auf 40.000 fallen, dann wieder auf 150.000 ansteigen und zurück auf 100.000 fallen. In einigen Jahren wird Bitcoin sehr wahrscheinlich von 200 oder auch 300.000 Dollar zurück auf 150.000 fallen. Diese Kursbewegungen werden wir in meinen Augen sehen. Je weiter wir aber herauszoomen, desto mehr werden wir erkennen, dass Bitcoin langfristig einfach nur weiter nach oben klettert. Wenn dir der Content bis hierhin gefallen hat und du bereits viel für dich selbst mitnehmen konntest, lass einen Like und ein Abo da. Wir erkennen also, dass sich die ganze Dynamik im Sektor um uns herum stark verändert hat. Und um das zu reflektieren, musste auch ich meine Kursziele anpassen. Und hier spreche ich die wirklich letzte und eindeutige Warnung aus. Alles, worüber wir ab diesem Zeitpunkt sprechen, sind Modelle, Einschätzungen und Kalkulationen. Ich sage es eindringlich. Alles, wirklich alles kann auf Null gehen und Dinge können sich verändern. Was hat sich also bei mir, seitdem wir zuletzt über das Thema sprachen, verändert? Ich bin mittlerweile viel sicherer, dass Bitcoin langfristig
langfristig gesehen einen Großteil des Market Caps von Gold erreicht. Aktuell steht Bitcoin bei einem Market Cap von gerundet 2,3 Billionen US-Dollar und ist damit auf Platz 6 weltweit. Gold als wertvollstes Asset auf Platz 1 steht bei einem Market Cap von gerundet 22,5 Billionen US-Dollar. Wir haben aktuell also Bitcoin bei einem Kurs von gerundet 118.489 Dollar. Zumindest während ich gerade für euch an diesem Video arbeite. Damit entspricht das Market Cap von Bitcoin jetzt aktuell knappen 10,5% des Market Caps von Gold. Darunter habe ich dann ein Modell gezogen, das die Wertentwicklung von Gold gegenüber Bitcoin über die nächsten Jahre trackt. Hier sei aber gesagt, das ist sehr gefährlich, weil es sehr kurzfristig ist. Zum Vergleich, als wir uns diese Zahlen zum ersten Mal vor 1,5 Jahren angesehen hatten, habe ich das Market Cap hier im Jahr 2025 von Bitcoin gemessen auf Gold auf 7% geschätzt. Jetzt sind wir aber bereits bei 10,5%. Zuerst einmal erkennen wir, dass unsere damalige Rechnung sehr gut war, weil wir sehr nah dran gewesen sind, obwohl uns viele in den Kommentaren etwas anderes gesagt haben. Zum anderen ist das Zauberwort also Langfristigkeit und nicht die Kursziele hier in 2 oder auch 4 Jahren. Interessanter wird es dann in 10 Jahren, da wir bereits jetzt schon sehen, dass Bitcoin etwas mehr als 10% des Market Caps von Gold erreicht hat, bin ich mir sicher, dass niemand von euch mich in den Kommentaren rösten wird, wenn wir einmal sehr konservativ schätzen, dass Bitcoin in stolzen 10 Jahren von jetzt aus, also in 2035, mindestens das Doppelte, also 21% erreichen wird. Im Bear Case schätze ich also mindestens, dass wir in 2035 das doppelte Verhältnis vom Market Cap Bitcoin zum Market Cap Gold sehen werden. Bear Case also gute 409.000 Dollar, was vom aktuellen Kurs gerechnet immer noch knappe 350% Upside bedeuten würde und einer jährlichen Wachstumsrate von knappen 13% entsprechen würde. Der Base Case in Schritt 2 hat sich dahingehend verändert, dass sich die bisherige jährliche Wachstumsrate, die bei etwas mehr als 20% im Durchschnitt liegt, zugrunde gelegt habe. Damit würde Bitcoin in 10 Jahren von jetzt aus 40% des Market Caps von Gold erreichen und bei knappen 780.000 Dollar stehen. Upside von hier aus mehr als 650%. Im absoluten Bull Case gehe ich davon aus, dass Bitcoin 60% des Market Caps von Gold in 10 Jahren erreichen wird. Damit stünden wir bei 1.168.000 Dollar für einen Bitcoin. Wie gesagt, Bull Case und mit absoluter Vorsicht zu genießen. Und an der Stelle würde mich interessieren, was sagt ihr zu meinen Kurszielen? Zu bullish, zu bearish? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Und ich werde auch nicht müde davon, an die Kursziele von Michael Saylor zu erinnern. 3 Millionen im Bear Case, 13 im Base und 49 Millionen im Bull Case. Und jetzt aufgepasst. Seine Kursziele sind 10 Jahre weiter in der Zukunft, nämlich in 2045. Was wir aber machen können, ist die Kursziele von Michael Saylor in 2045 auf das Jahr 2035 zurückzurechnen. Denn das, was wir dafür einfach nur benötigen, ist die jährliche Wachstumsrate. Sagen wir, Michael Saylor hat mit seinen Schätzungen recht und Bitcoin landet im Jahr 2045 im Bear Case bei 3 Millionen Dollar, im Base Case bei 13 Millionen und im absoluten Bull Case bei 49 Millionen. Dann hätten wir jährliche Wachstumsraten von 21, 29 und 38% je nach Annahme. Wenn wir diese Raten nicht ins Jahr 2045, sondern in unserem Fall auf die nächsten 10 Jahre auf 2035 kalkulieren, kämen wir auf 446.000 Dollar im Bear Case, 1.019.000 Dollar im Base Case und auf knappe 21 Millionen im Bull Case. Niemand sagt, dass wir das erreichen. Wenn wir diese Zahlen aber einmal neben meine ganz eigenen Kursziele legen, dann sehen wir, dass ich trotz allem immer noch sehr konservativ kalkuliere. Kommen wir also dazu, wie viel Bitcoin benötigt wird, gemäß dem Fall, dass sich diese Einschätzungen für das Jahr 2035 zumindest näherungsweise als korrekt darstellen. Meiner Meinung nach reichen 500.000 Euro für all diejenigen, die sich nicht ein Lamborghini kaufen möchten, sondern einfach aus dem 9-to-5 Hamsterrad ausbrechen wollen, um in Rente zu gehen und wenn nicht vollständig in Rente, zumindest um die Arbeitsstunden zu reduzieren. Ich setze für die Rente also ein Vermögen von 500.000 Euro als Grundlage. Wenn Bitcoin im Bear Case im Jahr 2035 bei 409.055 Dollar steht, entspräche das in Euro umgerechnet einem Kurs von 351.232. Um also auf ein Vermögen von 500.000 Euro in Bitcoin zu kommen, benötigen wir 1,424 Bitcoin. Im Base Case benötigen wir nur noch 0,747 und im absoluten Bull Case nur 0,5 Bitcoin. Meiner Meinung nach sollte man immer mit dem Bear Case rechnen, falls sich die Dinge anders entwickeln als erwartet. So oder so habe ich mit einem jährlichen Wertzuwachs von 15% gerechnet, davon die typische
typische Inflation im Durchschnitt von 3% abgezogen und lande damit bei einer jährlichen Rendite von 12%. Als monatliche Ausgaben habe ich 5.000 Euro zugrunde gelegt. Wir müssten also im Jahre 2035 pro Monat so viel Bitcoin verkaufen, dass wir 5.000 Euro netto entnehmen. Und bevor mir nun jemand in die Kommentare schreibt, hier ist ja keine Steuer abgezogen, wir haben den Luxus, zumindest bei uns in Deutschland, Kryptowährungen nach einer Haltedauer von 366 Tagen steuerfrei zu verkaufen. Mit einem Vermögen von 500.000 Euro, einer Entnahme von 5.000 Euro im Monat und einer jährlichen Wachstumsrate von 12% würde dieses Kapital für 17 Jahre Rente ausreichen. Der Durchschnittsdeutsche ist übrigens 20 Jahre in Rente. Die 17 Jahre hier sind also nicht zu verachten. Um die 1,424 Bitcoin im Bear Case im Jahre 2035 aufzubauen, müsste man jetzt beim aktuellen Bitcoin-Kurs, der während ich gerade schaue, bei gerundet 102.500 Euro steht, 145.960 Euro investieren. Im Base Case müsste man jetzt aktuell knappe 77.000 Euro investieren und für den absoluten Bull Case 51.250 Euro. Zum Abschluss möchte ich noch auf ein sehr interessantes Modell eingehen. Ein Bitcoiner namens Smitty, in der Community sehr bekannt und respektiert, hat sein aktualisiertes Bitcoin-Rentenmodell geteilt, das wir uns auf jeden Fall genauer ansehen sollten. Den Link dazu packe ich euch selbstverständlich in die Videobeschreibung. Er hat nämlich kalkuliert, wie viel Bitcoin wir zu welchem Zeitpunkt benötigen, wenn wir mit unterschiedlichem Kapital in Rente gehen möchten. Bedeutet also, er hat kalkuliert, wie viel Bitcoin du wann genau benötigst, um zum Beispiel mit 50.000 Dollar pro Jahr in Rente zu gehen, mit 100.000 Dollar pro Jahr und so weiter. Hört sich etwas kompliziert an, ist es aber eigentlich nicht. Sagen wir, dir reichen 50.000 Dollar, somit in Euro umgerechnet knappe 43.000 pro Jahr aus, um davon zu leben und nicht mehr zu arbeiten. Dann bräuchtest du jetzt im Jahre 2025, wenn du 35 Jahre alt bist, 5,3 Bitcoin. Wenn du jetzt gerade 35 Jahre alt bist, aber erst in 2050 in Rente gehen möchtest, dann bräuchtest du nicht mehr 5,3, sondern nur noch 0,4 Bitcoin. Dafür die allermeisten 50.000 Dollar, somit 43.000 Euro, aber wahrscheinlich nicht ausreichen werden, schauen wir uns 100.000 Dollar an. Das würde einem Kapital von gerundet 86.000 Euro entsprechen. Ich denke, da werden die allermeisten sagen, hey, das könnte klappen. Wer 86.000 Euro pro Jahr ausgeben kann, wird sehr wahrscheinlich in Rente gehen können und nicht mehr arbeiten müssen. Wer also jetzt in 2025 35 Jahre alt ist und sofort in Rente gehen möchte, der benötigt 10,6 Bitcoin. Wer im Jahr 2035, also genau in 10 Jahren wie in unserem heutigen Modell, in Rente gehen möchte und jetzt gerade 35 Jahre alt ist, der würde 2,41 Bitcoin benötigen. In 2050 dann schon nur noch 0,79. Wir müssen aber festhalten, dass der Kollege hier einige Annahmen getroffen hat, die wir noch einmal durchsprechen müssen. Nummer 1, er hat mit einer Inflation von 7% pro Jahr gerechnet. Die 100.000 Dollar, die wir uns eben ansahen, basieren aber auf den heutigen Zahlen. In Zukunft benötigen wir nominal gesehen also mehr. Das preist dieses Modell hier aber auch ein. Nummer 2, er geht davon aus, dass wir das 100. Lebensjahr erreichen. Das ist extra konservativ gerechnet für Langfristigkeit. Nummer 3, er setzt konstante Entnahmen voraus. In unserem Beispiel eben also 100.000 Dollar pro Jahr. Wer mehr als diese 100.000 Dollar entnehmen würde, müsste aufpassen. Nummer 4, die Steuern sind in seinem Modell nicht eingerechnet. Zumindest für uns in Deutschland aber kein Problem, aufgrund unserer steuerlichen Behandlung, wenn sich diese nicht verändert. Nummer 5, in diesem Modell ist wirklich nur Bitcoin eingerechnet. Kein Aktienportfolio, Immobilien oder sonstiges, was der ein oder andere aber vielleicht hat. Und zu guter Letzt, das Modell setzt den Bitcoin-Kurs laut Power Law voraus und ist damit natürlich keine Garantie für die Zukunft. Ich fand das Modell aber sehr interessant und wollte es euch damit nicht vorenthalten. Was ihr von diesem Modell und allen anderen Dingen, über die wir heute sprachen, haltet, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, dass dieses Video zum einen dabei geholfen hat, um die Ecke zu denken, die Knappheit von Bitcoin zu verstehen und stark zum Nachdenken anregen konnte. Ich freue mich über eure Gedanken zu alledem und sage damit für heute wie immer vielen Dank für euren stetigen Support. Ihr seid die Allerbesten und wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag.